Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Update über die MiG-29 von Academy im Maßstab 1:48. Ich wollte euch zeigen, wie weit ich gekommen bin, was ich noch machen muss und was ich für Probleme mit dem Bausatz hatte. Also schauen wir es uns an. Mit dem eigentlichen Bau bin ich soweit fertig. Die Flugzelle ist komplett geschlossen. Die MiG hat alle ihre Flügel und ich habe aus Zahnstochern und Küchenstäbchen habe ich erstmal ein provisorisches Fahrwerk gebaut, damit ich die MiG beim Lackieren hinstellen kann. Ich habe auch schon angefangen, Teile zu verspachteln und habe die erste Grundierung aufgetragen, um zu sehen, wo ich noch nacharbeiten muss und wo ich gegebenenfalls noch Panellines nachziehen muss. Der Außentank ist auch fertig, den habe ich schon geschliffen, sowie die neuen Resin-Triebwerke. Dafür, dass ich zum ersten Mal Triebwerke lackiert habe mit Hitzeverfärbung, bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis, mit den unterschiedlichen Farbverläufen von Blau zu Rot bis hin zu Ruß. Hier sieht man mal den direkten Vergleich zwischen dem Resin-Triebwerk und dem Originaltriebwerk aus dem Bausatz, und das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied und die neuen Triebwerke machen sich wirklich super an der MiG. Ich bin gerade dabei, das Fahrwerk aufzuwerten mit Aftermarket-Teilen, auch aus Resin. Hier sieht man die Halterung für die Kabel und noch ein Gelenk für den Stoßdämpfer. Da bin ich gerade dabei. Das Höhenleitwerk habe ich an Zahnstocher geklebt, um sie dann besser lackieren zu können. Und ich muss halt noch die Waffen bauen und lackieren, und dann geht es auch schon an die richtige Lackierung. Die Abdeckung für das Cockpit, die Cockpitscheibe, habe ich erstmal provisorisch darauf geklebt, deswegen gebt nicht weiter Acht, dass hier so ein kleiner Spalt ist. Die muss nicht hundertprozentig sitzen, weil ich sie dann sowieso wieder entfernen werde. Geschützt ist das Cockpit und das Glas mit diesen Masking-Folien von Eduard. Da bin ich sehr zufrieden, die haben sehr gut gepasst. Wie gesagt, jetzt ist es einmal grundiert und jetzt gehen die Probleme los. Der Bausatz, wie Scalehanger 182 schon gesagt hat, hat Passprobleme. Das habe ich auch festgestellt. Zum Glück ist mein Bausatz nicht so schlimm betroffen wie bei ihm. Hier sieht man es schon leicht. Muss ich noch spachteln, nachspachteln und nachschleifen. Den Übergang von der hinteren Flugzelle zum ganzen Cockpitteil. Auch auf der Unterseite haben wir hier einen Spalt, der komplett durchgeht von rechts nach links. Moment, ich nehme das mal, das kleine Holzgestell nehme ich mal ab. Da könnt ihr das besser sehen. Da wo die Triebwerke darüber verlaufen, die werden zum Glück gut abgedeckt. Hier im Fahrwerksschacht sieht man es noch leicht. Und dann hier an den Triebwerken habe ich größere Probleme noch, wo ich nochmal nachschleifen werde und nacharbeiten werde mit Spachtelmasse. Ansonsten hat mir der Bau eigentlich bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ein grundlegendes Problem, was in der Bauanleitung angegeben ist, das zeige ich euch jetzt, ist das Gewicht. Beim späteren Video werdet ihr sehen, wie ich das hier in die Kamera halte, und da die 3 Unzen mit 86 Gramm, das ist viel zu viel, wirklich deutlich zu viel. Ich habe wirklich fast 80 Gramm hineingemacht und das Frontfahrwerk, was ich eingebaut habe, ist fast eingeknickt vor dem Gewicht. Obwohl alle anderen Bauteile dran sind. Ich habe das Gewicht deutlich reduziert. Ich musste die Nase nochmal abnehmen. Habe das Gewicht komplett aus der Nase entfernt und habe auch hier vorne in der Bugsektion weniger Gewicht. Ich habe jetzt um die 35 bis 40 Gramm Gewicht drin. Also wie gesagt, die 3 Unzen sind viel zu viel. Zum Verspachteln der Blechstöße und Übergänge benutze ich Tamiya White Putty. Das ist wirklich ein sehr gutes Zeug. Das habe ich jetzt zum ersten Mal probiert bei dem Bau und bin wirklich sehr zufrieden. Sie hatte dann auch gut aus. Und für kleinere Stellen, wie an den Seitenleitwerken und sowas, kleine Ritze, benutze ich die Putty von Vallejo, die auf Acrylbasis ist, die man mit einem feuchten Wattestäbchen entfernen kann. Schleifen tue ich das ganze Modell mit Sanding Sticks in unterschiedlichen Körnungen von Flory Models. Aus England habe ich mir dieses Set geholt.
mit breiten und schmalen Schleiflatten. Damit schleife ich auch die Übergänge und ich habe mir noch die Sanding Sponges geholt von Tamiya in 2000 und 3000. Wenn ich jetzt das ganze Modell nochmal gespachtelt habe, werde ich auch nochmal die Grundierung anschleifen mit 3000er Schleifkörnung, um die ganze Oberfläche nochmal glatt zu bekommen und Staubeinschlüsse zu entfernen. Das Nachgravieren von den Blechstößen, die zugespachtelt sind, mache ich einmal mit dem Engraver von Trumpeter. Dann habe ich mir vor allem für die Rundungen diese Säge geholt von JLC. Damit kann man schön um die Ecken herum die Rundungen nachgravieren. Und ganz neu habe ich mir von Tamiya das Finecraft Set 2 geholt. So, das sind fotogeätzte Sägen, die sind wirklich sehr fein. Ich versuche das mal, ob ihr das überhaupt ein wenig erahnen könnt, wie fein diese Säge ist. Die werden herausgenommen aus der Packung, zusammengefaltet und kommen dann in einen ganz normalen Messerhalter. Damit kann man sie schön kontrollieren und kann wirklich sehr genau Blechstöße nochmal nachgehen und nachziehen und dann am Ende mit dem Trumpeter Engraver nochmal alles sauber versäubern. Ja, das wäre es soweit zur MiG 29. Als nächstes steht an, wie gesagt, ich mache das Fahrwerk fertig und die ganzen Waffen. Dann kommt die Lackierung, wenn ich nochmal die Übergänge gespachtelt habe und ich soweit zufrieden bin, kommt dann nochmal eine Grundierung aus Schwarz. Dann mache ich mit weißer Farbe mache ich kleinen Farbverlauf, damit die Farbe fading aussieht, also dass sie gealtert aussieht, denn die Lackierung, die darüber kommt. Das will ich jetzt auch zum ersten Mal ausprobieren, das habe ich vorher noch nicht gemacht, diese Technik, und mal sehen, wie das rauskommt. Und dann, das nächste Video, was ihr dann sehen werdet, ist dann der komplette Baubericht, wenn die MiG 29 fertig ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Ben, euer Ben.